Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. In diesem Video packe ich zunächst ein Mini-Eisenbahn-Startset aus, das mit 45 mm Gleisradius auf einem Frühstücksbrett Platz hat. Danach zeige ich, dass sich die Fahrgestelle auch zur Motorisierung von kleinen Lego-Eisenbahnen eignen. Nachdem ich im Frühjahr 2024 bereits zum zweiten Mal ein Videointerview über das Z-Shorty-System veröffentlicht habe, hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe mir dann tatsächlich bald darauf dieses Z-Shorty Starter-Set der Marke Rokuhan gekauft. Es enthält ein faszinierend kleines Gleisoval, einen Fahrregler und einen dreiteiligen Zug. Im 31 x 20 x 5,5 cm großen Karton befindet sich separat verpackt ein kleiner Fahrregler und ein großer Kunststoffeinleger mit allen anderen Teilen. Die Stromversorgung des Fahrreglers erfolgt mit Batterien. Hier ist eine zweisprachige Bedienungsanleitung. Eine Doppelseite in Englisch und die andere Seite in Japanisch. Es folgt noch ein Infoheftchen über weitere Z-Shorty-Sachen. Übrigens, die 1992 in Japan gegründete Toytech Corporation startete bereits 2009 mit der Modellbahnmarke Rokuhan. Übersetzt man die beiden Teile des Markennamens vom Japanischen, steht Roku für die Zahl 6 und Han für 1,5, also 6,5. Und das passt genau zur Spurweite der Gleise von 6,5 mm. Dies entspricht auch den Gleisen der Märklin Miniclub Eisenbahn, der Spurweite Z im Maßstab 1:220. Diesem Z-Shorty Startset liegt ein dreiteiliges Zugset des Narita Express NEX der Baureihe E259 bei. Es folgen 6 Arnold-Klauenkupplungen. Hier ist das Spur-Z-Antriebschassis mit integriertem Motor. Es wiegt nur etwa 8 Gramm und ist mit nur 40,5 mm Länge faszinierend kurz. Inklusive den Radsatzverkleidungen hat es eine Breite von 13 mm. Zudem liegen 2 unmotorisierte Chassis bei, die jeweils knapp 3 Gramm wiegen. Sie sind 41 mm lang und inklusive Radverkleidungen ebenfalls 13 mm breit. Das ist eine Aufgleishilfe, mit der man die winzigen Fahrgestelle und Züge einfacher auf die Gleise schieben kann. Schließlich folgen noch die Gleise, die ab Werk natürlich nicht einzeln in den Fächern liegen, sondern mit Gummiringen gebündelt sind. Zunächst die beiden geraden Gleise mit jeweils 110 mm langem und 16,3 mm breitem Gleisbett. Und zu guter Letzt folgen noch zweimal je 4 45 Grad Gleisbögen. Sie haben einen Mini-Radius von nur 45 mm. Dieser Z-Shorty-Radius und auch die Z-Shorty-Fahrgestelle und Züge wurden im Jahr 2017 eingeführt. Jetzt packe ich noch den kleinen zum Lieferumfang gehörenden Fahrregler aus. Er hat ein 43 cm langes Gleisanschlusskabel und benötigt 2 Standardbatterien der Baugröße AA. Wenn man Akkus verwendet, fahren die Z-Shorty-Züge deutlich langsamer. Nun geht es an den Gleisbau. Hierzu habe ich für den Größenvergleich ein Frühstücksbrett aus unserer Küche geholt. Es ist 238 mm lang und 143 mm breit. Auf dieses Brettchen passt tatsächlich das komplette mitgelieferte Gleisoval. An beiden Enden hat jedes Gleis unten jeweils einen Zapfen mit einer Art Widerhaken und ein dazu passendes Gegenstück. Zum Aufbau des Ovals sollten die Rokuhan-Gleise flach auf einen Tisch oder eine Platte gelegt werden, um sie dann einfach zusammenzustecken, bis sie mit einem deutlichen Klick einrasten. Der Metallschuh an der jeweils linken Schiene sorgt automatisch für die elektrische Verbindung der Gleise. Sukzessiv erfolgt nun der Aufbau des kompletten Ovals.
Zu guter Letzt muss jetzt noch der Fahrregler an eines der beiden geraden Gleise angeschlossen werden. Wie viele andere geraden Gleise von Rokohan haben sie in der Mitte ein 6 mm breites Bettungsstück, das sich hinausschieben lässt. In dieses passt schließlich direkt der Stecker des Anschlusskabels des Fahrreglers. Jetzt zeige ich mal kurz das Z-Shorty Motorchassis aus der Nähe. Der winzige Antriebsmotor ist schräg nach unten verbaut. Hier und an den beiden Chassisenden befinden sich kleine Gewichte. Am linken Drehgestell werden beide Achsen über winzige Zahnräder angetrieben. Die Räder zur Chassismitte hin haben zur Traktionsverbesserung winzige Haftreifen. Das rechte Drehgestell ist nicht angetrieben. Alle Räder dienen der Stromübertragung zum Motor. Zur Verbindung mit unmotorisierten Chassis liegen 9,5 mm lange Arnold-Steckkupplungen bei. Sie müssen ins Ende der Drehgestelle eingeschoben werden, bis sie einrasten. Das gilt auch für die mitgelieferten Chassis ohne Motor. Nun kommt die mitgelieferte Aufgleishilfe zum Einsatz. Das Motorchassis muss man vorsichtig aufs Gleis schieben. Das Chassis ohne Motor rollt natürlich von alleine. Aber man sieht, dass das trotzdem Fingerspitzengefühl erfordert. Vor der ersten Probefahrt ein Blick auf den mitgelieferten Fahrregler. Er hat rechts einen dreistufigen Schalter für die Geschwindigkeit und links wird die Richtung umgeschaltet. Jetzt kann es endlich losgehen. Ich starte vorwärts und erhöhe die Geschwindigkeit. Und nun rückwärts. Allerdings sieht man sofort, dass die Arnold-Kupplungen hinter dem Motorchassis auf dem engen Radius mit 45 mm leider auskuppeln. Deshalb nehme ich jetzt gleich wieder die Arnold-Kupplungen ab und montiere demnächst die ebenfalls mitgelieferten Kupplungsstangen für den Einsatz auf engen Radien. Davor zeige ich aber noch, wie der mitgelieferte Narita Express Nahverkehrszug verpackt ist und aus der Nähe aussieht. Hier sind zunächst die beigepackten Kuppelstangen. Sie werden von Rokohan für den Einsatz auf den engen Gleisradien empfohlen und sind 13 mm lang. Jede Z-Shorty-Lok und jeder Zug hat ab Werk an der Unterseite ein unbewegliches Deko-Fahrgestell aus Kunststoff, Jetzt baue ich den Zug zusammen. Zunächst kommt die Frontverkleidung ans Chassis. Sie hält bei mir mit Hilfe von ein klein wenig Patafixmasse. Dann wird der Aufbau aufs Chassis geklipst. Nun folgt noch die 13 mm lange Kuppelstange. Und weiter geht es mit den anderen beiden Einheiten des Zugsets.
Bevor man den Aufbau der Mitteleinheit aufs Motorchassis setzt, sollte man darauf achten, dass die Nase im Aufbau auf der richtigen Seite ist. Als nächstes eine kleine Fahrt mit dem Narita Express von Rokuhan und auch ein paar Infos zum Vorbild. Der Nahverkehrszug Narita Express NEX ist wohl seit 1991 zwischen dem Flughafen Tokio Narita und Tokio im Einsatz. Das Rokuhan Z-Shorty Modell entspricht der Triebwagenbaureihe E259. Sie ist laut Wikipedia seit 2009 in sechsteiligen Zugeinheiten unterwegs. Allerdings ist das Z-Shorty-Modell nur ein dreiteiliger Zug. Zudem wurde jede Einheit des Zuges gegenüber dem Spur-Z-Maßstab 1:220 um mehr als die Hälfte gekürzt. Dieser dreiteilige Z-Shorty Narita Express hat übrigens mit Kuppelstangen eine Länge von 14 cm. Nun zeige ich einen zweiten netten Z-Shorty-Zug, den ich eigentlich auch hier fahren lassen wollte. Den habe ich mir mal spontan im Rahmen einer Elektronikversenderbestellung als Sonderangebot mitbestellt. Es handelt sich um das Modell eines extrem verkürzten Hochgeschwindigkeitszuges Shinkansen mit einer ganz besonderen Geschichte. Die Optik dieses Zugs wirkt zwar sehr nach Fantasie, aber einer der Shinkansen-Züge ist in Japan tatsächlich einige Zeit so gefahren. Es handelt sich um einen Shinkansen der Baureihe 500 in einer Farbgebung in Anlehnung an eine japanische Animationszeichentrickserie. Sie hatte den Namen Neon Genesis Evangelion und startete bereits 1995 im japanischen Fernsehen. Auch international war Evangelion sehr erfolgreich. Nach Deutschland kam die Anime-Serie aber wohl erst 2008. Nachdem es in Japan sehr viele Anime-Fans gibt, wurde anlässlich des 20. Jubiläums von Evangelion tatsächlich im Jahr 2015 ein echter Shinkansen entsprechend gestaltet. Sogar innen. Er war ab November 2015 bis 2018 im Einsatz. Danach erhielt er dann eine weitere Sonderbeklebung und ebenfalls eine angepasste Inneneinrichtung. Und zwar in schrillem Pink als Hello Kitty Shinkansen. Für den Fahreinsatz der Shinkansen Z-Shorty-Züge passen leider wegen den tiefen Seitenverkleidungen die Z-Shorty-Chassis meiner Startpackung nicht, weil diese etwas zu breit sind. Bei Gelegenheit werde ich mir aber sicher auch mal diese drei Chassis kaufen. Jetzt komme ich zu einer ganz anderen Einsatzmöglichkeit für mein Startset und für meine Z-Shorty-Chassis. Diese Idee kam mir, weil ich in meiner kleinen Sammlung mit ungewöhnlichen Eisenbahnen auch dieses Mini-Weihnachtszugset von Lego habe. Das haben mir meine Kinder mal vor ein paar Jahren zu Weihnachten geschenkt. Die Lok ist 2 Legosteine breit und hat inklusive Kupplung und Schienenräumer eine Länge von etwas mehr als 8 Noppen. Und dann kam mir die Idee, dass eigentlich ein 2x6 Legostein durchaus auf ein Z-Shorty Chassis passen könnte. Also erstmal die Aufbauten des Narita Express abnehmen und dann kann es losgehen. Natürlich muss man den Legostein erstmal entsprechend bearbeiten. Ich habe ihn einfach mal für meine Fahrexperimente mit Hilfe einer kleinen Dremelbohrmaschine und ein paar Fräsköpfen auf der Unterseite aufgefräst. Wichtig ist, dass an den Seiten des Steins noch ein wenig von den Zwischenstegen übrig bleibt und auch etwas von den beiden äußeren Röhren. Dann passt der Legostein schon recht gut auf das Z-Shorty Chassis. Ich gebe zu, das passt noch nicht wirklich perfekt,
Aber ich will ja mit meinem Video einfach nur einen Basteldenkanstoß geben. Wie man gleich sehen kann, funktioniert das tatsächlich. Für die Z-Shorty Rollchassis habe ich mir aus jeweils 8 Lego-Steinen einfach mal eine Art Aufsatzadapter gebastelt. Nun kommt der Aufsatz aufs Rollchassis. Er passt recht gut und hat kaum Spiel. Natürlich habe ich auch für das zweite Rollchassis so einen Lego-Aufsatz gebastelt, aber dafür habe ich keine grauen Steine mehr gefunden. Und jetzt kann eine erste Probefahrt losgehen. Nachdem das aber wirklich noch kein Zug ist, setze ich nun ein paar der Eisenbahnteile aus der Lego Weihnachtslandschaft auf meine Z-Shorty Lego Aufsätze. Zunächst kommt das Motorchassis an die Reihe. Das schaut immerhin schon ein wenig nach einer Lokomotive aus. Dann noch die beiden Rollchassis. So, nun kann es endlich losgehen mit meinem Z-Shorty Lego Weihnachtszug. Nun noch als Dekoration die weiteren Teile aus dem Lego-Set. Jetzt zeige ich nochmal, wie der Mini-Lego-Zug aus dem Weihnachtsset im Original aussieht. Und abschließend gibt es 2 Bastelvorschläge für komplett selbstgebaute Mini-Lego-Loks für das Z-Shorty-Chassis von Rokohan. Die erste Lok besteht aus 11 Lego-Steinen aus meiner Lego-Bastelkiste. In der niedrigsten Fahrstufe bleibt die Lok manchmal leider stehen, da muss man dann ein wenig nachhelfen.
Jetzt auch mal die Lok alleine. Zu guter Letzt kommt nun noch eine Art Schmalspurbahn-Dampflok zum Einsatz. Sie besteht aus 32 Legosteinen, die zusammen 17 Gramm wiegen. Ich zeige sie mal kurz aus 3 Perspektiven. Und jetzt geht's los mit der Fahrt dieser Mini-Lego-Lok. Noch kurz ein wichtiger Hinweis zu meinen hier im Video gezeigten Z-Shorty-Experimenten mit den Lego-Sachen. Ob das Rokuhan Motorchassis und auch die Rollchassis für so hohe Lasten ausgelegt sind wie Legosteinaufbauten, weiß ich leider nicht. Deshalb kann ich natürlich für die Einsatzfähigkeit solcher Lego-Aufbauten auf Z-Shorty-Chassis keinerlei Garantien geben. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass Ihnen mein diesmal etwas anderes Auspackvideo Spaß gemacht hat. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.